Servus da draußen und willkommen hier auf dem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Hobby-Update, einen kleinen Hobby-Vlog. Wir werden gleich zum Maltisch und Basteltisch wechseln und dann zeige ich euch mal, was so aktuell bei mir am Malplatz steht und was so gerade in Arbeit ist. Dann starten wir mal mit den grauen Büppis. Und zwar hier in der Schaumstoffeinlage habe ich die aktuellen Schatten von Freebooters Fate. Da habe ich ja schon welche gezeigt, ganz am Anfang und auch vor einer ganzen Weile das Video, wo ich die Figuren mir damals zugelegt habe. Die sind jetzt gebaut. Ich habe hier jetzt eben meine Schatten erweitert um neue Figuren mit eben einem weiteren Gefolge und auch weitere Spezialisten, wie hier der Hirte. Die haben ihren Weg zu mir mittlerweile gefunden. Andere Figuren habe ich mittlerweile auch schon. Also ich habe mir die zweite Anführerin für die Schatten schon zugelegt. Die ist aber noch nicht gebaut. Die ist kürzlich bei mir angekommen. Und dann hier auch die limitierte Figur Isabella, die auf 2 Arten gespielt werden kann. Auch die war damals in der Bestellung mit dabei, zusammen mit der Scenery Base von ihr. Vom Farbschema werde ich mich ungefähr daran orientieren, was ich schon bisher gemalt habe, also recht schnell und einfach mit Kontrastfarben. Und ja, das ist soweit, was es Neues gibt im Bereich Freebooters Fate bei mir und was in letzter Zeit so gebaut wurde. Und dann hier auf der rechten Seite habe ich eine kleine Box. Das ist aktuell der restliche Inhalt aus der ersten 2-Spieler Starterbox von Kings of War aus der 3. Edition mit dem Anteil der Northern Alliance. Hier habe ich eben noch ein bisschen was zu machen. Die 3 Trolle sind hier bereits gebaut. Das ist eben das, was noch offen ist. Hier noch ein Regiment von den Clansmen mit Nahkampfwaffe und Schild. Die sind auch nur mit Butterfix befestigt, damit ich sie dann eben wie hier bei den Figuren dann runternehmen kann für die Bemalung. Da habe ich eben, das werdet ihr dann gleich als nächstes sehen, bereits mit der Bemalung der Northern Alliance Figuren angefangen. Und dann nehme ich mir eben immer meistens so 4 Stück von denen, die ich dann gemeinsam anmale. Und das sind eben noch die Figuren, die offen sind, also die noch auf Bemalung warten. Und ich habe mir mittlerweile dann schon ein paar weitere Sachen gekauft, wie die Mega Army Box, um dann eben weitermachen zu können. Aber das hier mit dem, was jetzt als nächstes dann kommt, was ich euch als nächstes zeige, komme ich dann auf, wie gesagt, diese ungefähr 700 bis 750 Punkte, so um den Dreh. Und hier jetzt der Teil, der in den letzten Wochen Farbe bekommen hat. Das ist eben die andere Hälfte oder der andere Teil aus der 2-Spieler Starterbox, den ich bereits zusammengebaut und bemalt habe. Da hätten wir eben die Schneefüchse, die sind schon soweit fertig, dass man sie dann fürs Spielfeld einsetzen kann. Auch hier habe ich mich für ein ganz einfaches Farbschema entschieden bei der Northern Alliance, dass ich gesagt habe, einfache Bases, mehr oder weniger mit dem Background von AK. Auch diese Eisflächen sind eigentlich auch von AK dieses Eisresin, das ich dazu verwendet habe, und eben die Schneepaste und
Die Microballoons, glaube ich, sind das. Dazu kommt noch ein eigenes Video, wo ich dann zeigen werde, wie ich meine Bases für diese Northern Alliance Kings of War Armee mache. Das geht eigentlich ganz einfach und easy. Und ja, also die sind schon soweit fertig und spielbar. Dann habe ich als nächstes hier eine Einheit der Backhunters gemacht mit den Javelins. Sind soweit fertig bemalt, dass man sie mal einsetzen kann, dass sie mal aufs Spielfeld kommen können. Auch hier von der Bemalung her ganz einfach. Die Basegestaltung eben gleich wie bei den Füchsen und dann eben einfache Farben als Basis Kontrastfarben für den Anfang und dann eben bei gewissen Teilen wie hier die Schilde oder hier auch, da verwende ich dann noch ein bisschen weitere Farbe, also eigentlich nur weiß bzw. beige, um da ein bisschen Kantenakzente mehr oder weniger schnell zu setzen. Jetzt auch nichts Spektakuläres. Die Idee dabei ist, die Einheiten und die Armee so schnell wie möglich fertig zu bekommen, wie es eben dann die Zeit zulässt. Und daher einfache Bemalung mit Kontrastfarben und diese dann in weiterer Folge dann weiter aufbauen. Und was ich hier jetzt in Arbeit habe, ist eben das erste Regiment der Clansmen. Das Base ist schon fertig gestaltet und eben die ersten 4 Figuren hier vorne. Und das, was ihr vorher gesehen habt in der grünen Box, diese grundierten Figuren, die nicht auf der Base waren, das sind eben die restlichen, die dann hier drauf kommen. Wobei ich hier mittlerweile festgestellt habe, geplant waren ursprünglich eben 16 Figuren pro Base. Das könnte aber dann doch recht vollgestopft aussehen, dann vor allem zusammen mit den Bases vielleicht, dann sieht man nicht mehr so viel davon. Daher werde ich da mal schauen, was dann am Ende rauskommt, ob ich dann vielleicht doch ein paar weniger Figuren auf den Bases dann drauf habe. Ja, und das ist soweit das Aktuelle, was bei mir so in Arbeit ist. Eben hier arbeite ich gerade weiter an den Northern Alliance Clansmen und dann, wenn dieses Regiment fertig ist, geht es eben dann weiter mit den Schneetrollen und dann das zweite Regiment der Clansmen hier, das ihr vorhin gesehen habt. Und ja, dann bin ich schon so ungefähr mit den 700 Punkten fertig. Und ich schätze, als nächstes wird die Mega Army Box in Angriff genommen. Ja, und das war jetzt mal wieder so ein kleines Update. Also viel ist ja nicht passiert. Ein bisschen Kings of War, wo ich gerade fest daran arbeite, um die ersten rund 700 bis 750 Punkte eben fertig zu bekommen. Und eben die paar Figuren der Schatten von Freebooters Fate, die ich mittlerweile gebaut habe. Mal sehen, wann ich die dann angehe, damit die auch mal Farbe bekommen. Und ich möchte mich an der Stelle bei euch allen auch noch sehr herzlich bedanken, denn wir haben jetzt fast die 100 Abonnenten zusammen. Das würde ohne euch natürlich nicht gehen. Und vielleicht haben wir die 100 Abonnenten jetzt auch schon zusammen, wenn das Video online kommt. Ich bin ja mit dem Videodreh ein bisschen früher dran. Sehen wir dann. Also entweder yeah, wir haben die 100 Abonnenten oder yeah, wir haben fast 100 Abonnenten. Ich bin gespannt darauf, was da am Freitag, dann wenn das Video online kommt, der Fall sein wird. Und noch ein kurzes Thema in eigener Sache. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe in einem Video, aber für den Fall, ich habe es jetzt unten, beziehungsweise eh schon immer in der Videobeschreibung, findet ihr Links zu den ganzen sozialen Medien, auf denen ich unterwegs bin, eben Instagram und Facebook in erster Linie. Und dort findet ihr eben Links in der Videobeschreibung zu meinen Seiten. Ihr könnt dort gerne mal vorbeischauen. Ich poste das ein oder andere Update-Video oder beziehungsweise Update-Bild immer mal wieder zu meinen aktuellen Projekten oder was ich mir so angeschafft habe, was so im Hobby bei mir passiert auf Instagram. Und in erster Linie auf Facebook kommen hauptsächlich auch so die Videolinks aktuell zu den Videos hier auf YouTube und von Zeit zu Zeit auch immer mal wieder das ein oder andere. Also
Wenn euch das interessiert, auch gerne mal dort vorbeischauen, vielleicht auch dort folgen oder Abo dalassen. Und ich glaube auch Twitter ist auch noch unten in der Videobeschreibung als weitere Plattform, wo ich unterwegs bin. Und damit sage ich bis zum nächsten Video. Ich verabschiede mich. Ciao.